Loch zu machen. Ne? Der, Ausbrecherin. der Kübel da und dann Ja, da. so. Also bis später. Ciao. Ich dachte, du willst mit bis zu der Hütte. Pass auf dich auf. Ja, schau mal. Schau, wo du hinstehst. Komm rein. Das sind die Pellets. Die sind recht günstig gewesen. Natalia hat lange gesucht im Internet. Am Anfang hatten wir große Blöcke, so wie Ziegelsteine. Die waren relativ gut, weil die nicht so gestaubt haben. Aber die waren sicher das Doppelte so teuer wie diese. Also das ist ziemlich das günstigste. Das ist aus einem Sägewerk. Ist das der Abfall, der gepresst wird. Also wie sagt man, das Sägeabfall. Die sehen so aus. Nur das Problem ist, die sind sehr empfindlich und gehen schnell kaputt. Im Moment brauche ich so bei 0 Grad brauche ich so circa, oder ein bisschen bis minus 5 brauche ich so ein volles Becken pro Tag, also 24 Stunden. Und wenn es dann kälter wird, dann brauche ich schon fast, vielleicht nicht ganz 2, aber fast 2 Becken. Das sind hier 3 Tonnen. Und das ist noch vom letzten Jahr, das ist übrig geblieben. 3 Tonnen und das wird knapp langen. Also wenn es zu kalt wird, dann wird es nicht langen. Wenn der Winter so wird wie letztes Jahr, dann wird es ganz knapp langen. Genügen. Ja, und das Problem ist, dass das halt sehr schnell zerstaubt. Und wenn es feucht wird, dann klemmen die da ein. Die, wie sagt man, die schwellen an und pressen dann die Kiste auseinander. Man sieht es hier schon, dass er die Kiste auseinandergedrückt hat. Und dieses Jahr habe ich es anders gelöst. Letztes Jahr habe ich einfach die Bänder da habe ich einfach aufgemacht und dann hat es die Kiste wirklich 20, 30 cm auseinandergedrückt. So und so. Und dann ist Regen reingekommen und dann zerfallen die Dinger. Und dann muss ich das abdecken. Einen Aufwand hatte ich. Und diesmal habe ich das Band dran gelassen und einfach mit der Säge aufgeschnitten. Zuerst so rausgenommen und dann weiter aufgeschnitten, den Querbalken rausgenommen, dass ich besser dazu komme jetzt. So, wenn sie feucht werden, diese Dinger, da habe ich ein paar rausgemacht, dann sehen sie nachher so aus. Und die zerstauben dann auch so, also die fallen richtig auseinander. Also als Vergleich. Was haben wir bezahlt? Bin mir nicht mehr sicher. 3 Tonnen mit Lieferung. Ich glaube 17.000 Rubel. So, da sieht man den Unterschied. Und das macht gerade, also das zerfällt zu Staub. Und ist halt auch ein bisschen zum Verfeuern. Also wenn man die nimmt, die stauben so stark, dass sich halt irgendwie nach ein paar Tagen sieht man, wie sich der Staub absetzt im Zimmer, in der Wohnung. Das ist der schwere Nachteil, dafür sehr günstig. Also wenn ich mehr Geld gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich die anderen, die besseren genommen. Ist einfacher zum Feuern, weil sie größer sind, musst du weniger arbeiten, schneller drin, weniger Staub und wahrscheinlich der Brennwert auch ein bisschen besser. Aber der halbe Preis, das
Muss man sich überlegen. Hier seht ihr mein Holz. Jetzt sieht es halt ein bisschen, ja, ein bisschen scheiße aus, weil ich bin da noch am Testen. Das Problem ist, in der Nacht ist es immer ziemlich schnell kalt geworden, weil halt dieser Ofen, der ist ja nur aus Metall und der wird ziemlich schnell kalt. Und jetzt habe ich zum Testen, habe ich jetzt halt hier Steinplatte rauf gemacht und hier halt Ziegelsteine, die ich hatte, die sind halt ein bisschen kaputt, sieht ein bisschen scheiße aus. Die Wärme speichern, damit in der Nacht damit es nicht so kalt wird, weil wir haben ja jetzt auch ein kleines Kind von 5 Monaten. Dann sollten wir schon schauen, dass es nicht so kalt wird. Und das ist jetzt halt für diesen Winter vorübergehend. Das muss ich irgendeine Lösung finden, wie ich denn das schlussendlich löse. Hier habe ich noch Wasser für Warmwasser. Wir haben zwar Warmwasser, aber wir stellen immer noch Wasser so hin. Ja, und sonst bin ich sehr zufrieden mit dem Kotel. Ist ein geiles Teil, finde ich. Außer eben, dass das halt nur wirklich warm gibt, wenn er am Brennen ist und keine Wärme speichert. Ja, es sieht halt unschön aus, aber ja, Gottes Name, sagen wir Schweizer. In Gottes Namen. Ja. Da mein kaputter. Ja, und im Winter läuft der im Prinzip fast 24 Stunden. Ja, es kommt schon vor, halt in der Nacht, also 2, 3 Stunden nicht läuft. Je nachdem. Ja, und was dieser Ofen nicht hat, was ich ein bisschen am Anfang schockiert war, wir haben keine Schieber, sagen die Russen, keinen Schalter bekommen. Normalerweise hat es hier, kann man einen Luftzug beeinflussen, ob es fest brennen soll oder wenig brennen soll, also die Luftzufuhr. Und der hat das nicht. Hier muss man wirklich das Ganze über die Schublade steuern. Und zwar habe ich das ja erst nachher festgestellt, wir haben einen Ofen mit Glasscheibe genommen. Und normalerweise ist bei diesem Ofen ist hier auch ein Luftregulationsventil, sage ich jetzt mal. Ein Luftschalter. Und der hat es natürlich jetzt nicht mit dem Glas. Jetzt ist es halt ein bisschen verrußt. Aber wenn es fest brennt, dann wird das wieder klar, das Glas. Und ja, man kann jetzt das Feuer halt über diese Schublade steuern. Geht auch. Ist nicht so schön, geht auch. Dafür hat man schöne Flammen am Abend. Macht es schon noch irgendwie heimelig.